Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute reden wir noch einmal über Visas. Sorry, ich hoffe, das ist mein letztes Video über Visas, weil ich jetzt meine permanente Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe. Ich habe diese am 1. November bekommen. Ich freue mich riesig drüber, weil es war ein sehr langer Prozess. Und heute möchte ich einfach nur über diesen Prozess reden, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß nicht alles über Visas. Meine Informationen kommen entweder direkt aus meiner Erfahrung oder von der Immigrationsseite, die ich euch unten verlinken werde. Ich habe auch mit einem Agenten zusammengearbeitet an diesem speziellen Visum. Das sind viele Komponenten, die halt da reinfallen und das war mir halt zu kompliziert, auch das selber zu machen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt die, aber ich werde euch versuchen, die halt nur so gut wie möglich zu beantworten, weil ich halt auch kein Visa-Agent bin. Anyway, da wir das jetzt aus dem Weg haben, lasst mich euch meine Erfahrungen erzählen. Okay, so kurzer Hintergrund. Ich bin hier nach Australien gekommen auf der 457 Visa. Das ist eine Temporary Skilled Visa für Unternehmen, die Leute suchen, aber halt keine Leute in Australien finden. Deswegen können die aus dem Ausland hierher sponsern. Die 457 Visa wurde in 2017 geändert. Du konntest dich immer auf der 457 auf die permanente Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Mit der Änderung, die 2017 eingetroffen ist, haben die das gesplittet sozusagen. Das Visum heißt jetzt 482 und es gibt es für 2 Jahre und für 4 Jahre. Für 4 Jahre, das ist exklusiv für bestimmte Berufe, Arzt, Pilot, bla bla bla. Und dann der 2-Jahres-Visum ist für Leute wie mich, die halt in digitalen Medien arbeiten und so weiter und so fort. Und mit dem 2-Jahres-Visum kannst du dich halt nicht auf die permanente Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Weil ich nie zur Uni gegangen bin und kein Diplom habe oder Bachelor oder whatever, konnte ich mich allgemein nicht auf eine permanente Aufenthaltsgenehmigung bewerben, weil das ist auf dem Visum, auf dem 457, auf dem ich war, das ist halt Pflicht, dass du das hast. Glücklicherweise habe ich einen netten Mann kennengelernt, der ist Australier und wir haben geheiratet in 2020 und er hat sich bereit erstellt, aus Liebe zu mir, mich zu sponsern und dass ich halt hier mit ihm für immer bleiben kann. So, das war jetzt ein bisschen Hintergrund, warum ich eigentlich auf einem Partnervisa bin. So, lass uns über den Prozess reden. Das Partnervisum kommt in 2 Phasen. Das Partnervisum ist sozusagen in 2 Visen gespaltet. Das ist die 820, das ist die temporäre Aufenthaltsgenehmigung und dann die 801, was dann die permanente Aufenthaltsgenehmigung ist. Ich bin jetzt auch nicht mehr an meinen Mann gebunden, seit ich die permanente Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe, weil, falls wir uns jetzt trennen, wird mich jetzt der Staat nicht rausschmeißen sozusagen. Aber als ich auf dem 802-Visum war, hätten die mich sozusagen rausschmeißen können, wenn wir uns getrennt hätten. So, in der ersten Phase bewirbt man sich auf das 802. Ganz kurz, ich habe hier Notizen, deswegen werde ich ein bisschen runter gucken. Dieses Visum wird normalerweise nach 12 Monaten genehmigt, so im Durchschnitt. Es wurde nach 13, 14 Monaten genehmigt. Kann natürlich länger dauern, kann natürlich kürzer dauern. Meine Freundin hat sich beworben, sie hat das Visum nach 3 Monaten bekommen. Eine andere Freundin von mir hat sich beworben, die hat das Visum nach 23 Monaten bekommen, also das 802. Es kommt echt wirklich darauf an, welchen Sachbearbeiter du bekommst. Und das ist auch die Phase, wo du die meisten Dokumente einschickst. Zu Dokumenten komme ich gleich. Und dann in der zweiten Phase, das ist die 801-Bewerbung. Auf diese kannst du dich nach 24 Monaten, also 2 Jahre, nachdem du dich auf die 820 beworben hast, kriegst du eine Einladung, um dich auf die 801 zu bewerben. Man braucht nicht unbedingt eine Genehmigung auf die 802, um sich auf die 801 zu bewerben. Nach 2 Jahren kannst du dich so oder so auf die 801 bewerben, weil das ist halt der Prozess. Und wenn halt die 820 dir nicht genehmigt wurde innerhalb der 2 Jahre, heißt das nicht, dass du dich gar nicht bewerben kannst auf die permanente Aufenthaltsgenehmigung. In meinem Fall, ich habe mich auf das 802 im März 2019 beworben.
Die Genehmigung kam im Mai 2020. Auf das 801 habe ich mich nach 2 Jahren beworben, also im März 2021. Und diese wurde genehmigt am 1. November 2021. Eine Bemerkung habe ich: Wenn man das 820 nicht genehmigt bekommen hat, innerhalb der 24 Monate und man bewirbt sich auf das 801, dann springen die direkt zur 801 Genehmigung. Es gibt Fälle, wo Leute es nach 3 Monaten beide Visen bekommen, was auch sehr interessant ist. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, die werde ich euch unten verlinken. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die Leute länger zusammen sind, weil die Leute länger verheiratet sind, weil die Leute Kinder haben. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Manche Leute haben einfach Glück und kriegen das Visum schneller als andere. Der ganze Prozess kann 4 Jahre dauern, also von dem ersten Tag, wo du dich auf die 820 bewirbst. Wenn man dem normalen Prozess folgt, dann dauert es genau 4 Jahre, bis du alle Visen kriegst. Ich weiß nicht, ich kenne niemanden, bei dem es so lange gedauert hat. Dokumente. Wie vorhin schon erwähnt, die meisten Dokumente schickt man mit dem 820 ein. Es sind ein Haufen Dokumente. Da gibt es Dokumente für den Sponsor, also den Australier oder permanenten Resident, der dich sponsert sozusagen, und du bist der Bewerber. Das ist Reisepass, Geburtsurkunde, Polizeiführungszeugnisse, Adresshinweis und so weiter und so fort. So, das sind so die gängigsten Dokumente, die man einreichen muss. Der Sponsor muss natürlich weniger Dokumente einreichen als du selber. Und dann ist da der Bewerber, also ich. Ich musste meinen Reisepass einreichen, meine Geburtsurkunde einreichen, gültiges Visum einreichen, Polizeiführungszeugnis aus allen Ländern, in denen ich mehr als 12 Monate gelebt habe, in den letzten 10 Jahren. Das war Deutschland, England und Australien. Das heißt, ich musste ein Polizeiführungszeugnis aus Deutschland bekommen. Das kann 2 bis 3 Monate dauern, weil alles per Post geht. Kostet 13 €. Ist das günstigste Polizeiführungszeugnis, muss ich sagen, aus allen, die ich bestellt habe. Das australische, glaube ich, kostet $50 und das englische kostet bis $80. Ja, Deutschland ist sehr lahm. Ich musste auflisten, wo ich in den letzten 10 Jahren gelebt habe, wo ich hingereist bin, so gut wie möglich Dokumente nachweisen. Ich musste meine Neutralisierung einreichen, weil ich ja in der Ukraine geboren wurde, aber bin deutsch und wir wurden ja neutralisiert, als wir nach Deutschland gekommen sind. Meine Namensänderung musste ich einreichen, weil ich hatte ja einen russischen Nachnamen, habe den da auf den deutschen Nachnamen geändert. Das musste dann natürlich alles übersetzt werden, das musste alles notiert werden, also notariert werden. Ich musste halt das Original bringen und die Übersetzung und bla 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 und dann australische Immigration akzeptiert nur NAATI-Übersetzungen, also N-A-A-T-I. Die notarieren dir das auch dann meistens. Ich habe eine gute deutsche Frau gefunden und eine gute russische Frau gefunden, die mir das alles auf Englisch übersetzt haben. Da muss man eine 888-Form einreichen mit 2, kannst bis 5, 6, 7, 8 einreichen. Das heißt, die 888-Form ist sozusagen, die gibst du deinen Freunden und Familie und die füllen halt, das sind Fragen und die müssen das halt ausfüllen, dass deine Beziehung echt ist und wo du uns kennengelernt hast, wo wir abhängen und so weiter und so fort. Also mussten Freunde und Familie nachweisen, dass wir wirklich zusammen sind. Wir mussten Finanznachweise zeigen. Also mein Mann und ich haben ja eine Hypothek zusammen und wir haben Kreditkarten, die wir beide benutzen und das war unsere finanzielle Bindung sozusagen. Die mögen es, wenn man ein gemeinsames Konto hat, aber bei meinem Mann und ich, das funktioniert so halt nicht. Wir haben kein gemeinsames Konto, deswegen haben wir auf die Hypothek und auf die Kreditkarten zurückgegriffen. Hat funktioniert, wie gesagt, kommt immer auf deinen Sachbearbeiter drauf an, ob die das akzeptieren oder nicht. Adressnachweise, so hier gibt es ja kein Einwohnermeldeamt, das heißt, du musst deine ganzen Handyrechnungen, Stromrechnungen, Banknachweise und so weiter alles sammeln und einschicken, wo dein Mann und deine Adresse draufsteht. Am besten ist es, wenn beide eure Namen draufstehen, aber bei uns ist das halt nicht so. Aber wir hatten genug Nachweis, die waren ja sehr glücklich darüber. Fotos natürlich musst du einreichen über die Zeit, in der du zusammen bist. Also Fotos mit
zusammen mit deinem Partner, mit Freunden, mit Familien und so weiter und so fort. Andere Nachweise, Heiratsurkunde, nachdem wir geheiratet haben, haben wir das eingereicht. Geburtsurkunde der Kinder, falls du irgendwelche hast. Dann brauchst du ein Medical Exam, also du als Bewerber brauchst das Medical Exam, der Partner braucht das nicht. Das kostet ungefähr 300 €. Die machen einen Bluttest, einen Urintest, die röntgen deine Brust für Tuberkulosis und die machen du sitzt dich halt hin mit einem Arzt und der fragt dich 5 Fragen, ist bei dir alles klar im Kopf, hast du irgendwelche Depressionen in der Vergangenheit, bla 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 bla, sowas. Das Medical Exam ist nur 12 Monate gültig, das kommt auf dich drauf an, wann du das machen willst. Also ich habe mich im März beworben und im Juni habe ich das Medical Exam gemacht und es war halt dann 12 Monate ab Juni gültig und ich habe ja im Mai 2020 mein Visum bekommen. Meine Freundin, die das 820 erst nach 23 Monaten bekommen hat, hat gewartet, bis Immigration sie darauf aufgefordert hat, ein Medical Exam zu machen. Es kommt echt drauf an. Wie gesagt, ich hatte Glück. Sie hatte weniger Glück, aber ist gut, dass sie es halt dann nicht gemacht hat, weil sonst hätte sie nochmal gehen müssen, dann hätte sie nochmal 300 $ bezahlen müssen. Ich habe viel gelesen, dass wenn du alle Dokumente sofort einreichst, including Medical Exam, dass die manchmal das schneller bearbeiten, aber ich glaube, da musst du Glück haben. Ach so, Polizeiführungszeugnis sind auch nur 12 Monate gültig. Alle 12 Monate brauchst du neues. Und zwar muss man einen Liebesbeweis schreiben. Ich sage euch das jetzt so. Meine Agentin hat gefragt, dass wir das handschriftlich machen. Wir sagen, oh ja, so haben wir uns kennengelernt, so sind wir zusammengekommen, so haben wir uns verliebt und so sind wir zusammengezogen und so weiter und so fort. Jeder muss es von seiner Perspektive erzählen. Aber dann später hat die das in so ein Dokument, das heißt Statutory Declaration, rüberkopiert. Wer schmeißt den Haushalt an? Wer zahlt für die Finanzen? Wie erledigt ihr eure Finanzen zusammen? Wie seht ihr eure Zukunft zusammen? Das ist ganz wichtig. Und kurz bevor ich das 820 genehmigt bekommen habe, haben sie nochmal nach dem australischen Polizeiführungszeugnis gefragt. War kein Problem, hat meine Agentin für mich gemacht und das hat sie direkt eingereicht. Und ich glaube, nach 3 Tagen habe ich dann mein Visum bekommen, also das 820 bekommen. Und jetzt kommt noch ein Ding. Wenn du auf das 820 wartest, musst du alle 3 Monate neue Dokumente einreichen. Das heißt, du musst einreichen deinen Adressnachweis, dass du immer noch zusammen wohnst mit deinem Partner. Fotos, finanzielle natürlich Nachweis, dass ihr immer noch zusammen die Rechnungen bezahlt. Aber ja, die müssen ja halt auch sicher machen, dass das nicht Betrug ist. Keine Ahnung. Bedingungen. Man muss mindestens 12 Monate zusammen gelebt haben und man muss 12 Monate Adressnachweis vorzeigen, dass ihr wirklich 12 Monate zusammen gelebt habt, sonst sehen die das nicht als ihr seid zusammen. Aber wenn du nicht 12 Monate mit deinem Partner zusammen gelebt hast, dann kannst du eine eheähnliche Beziehung mit dem Staat eintragen und dann das überschreibt diese 12 Monate, weil du offiziell mit deinem Partner zusammen bist. Das ist eheähnlich, als ob du verheiratet bist sozusagen. Was ändert sich für mich? Auf dem 801 ändert sich jetzt nicht mehr so viel. Ich habe jetzt die gleichen Rechte wie in Australien, außer ich kann nicht wählen. Aber meine größten Änderungen waren, als ich das 820 bekommen habe, weil das 820 gibt mir die gleichen Rechte wie das 801, nur dass ich halt temporär hier bin. Mit dem 820 habe ich eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis bekommen. Also vorher war ich an meinen Arbeitgeber gebunden. Das heißt, wenn ich einen anderen Arbeitgeber gefunden hätte, dann hätten die das Visum übernehmen müssen. Jetzt kann ich einfach, egal wo arbeiten, ich könnte zu Woolies oder Coles gehen und da als Regalauffüller arbeiten oder an der Kasse, das ist jetzt egal. Wenn du dich auf das 820 bewirbst, dann kriegst du automatisch Medicare. Das heißt, die behandeln dich mit dem öffentlichen Krankheitssystem. Es ist immer gut, eine Privatversicherung hier zu haben, besonders wenn du über 30 bist, dann musst du nicht diese extra Gebühren bezahlen. Ja, Medicare ist halt schon gut, weil dann zahlst du wirklich nichts. Wenn du zum Hausarzt gehst oder Bluttest machst oder sonst irgendwas, da zeigst du deine Medicare-Karte und off you go. Die Medicare-Karte ist immer für 1 Jahr beschränkt, aber sobald du das 801 bekommst, dann kriegst du die grüne Karte und die ist unbeschränkt gültig oder für 5 Jahre, weiß nicht. Aber die werden dir jedes Mal, wenn die ausläuft, werden sie dir eine neue ausstellen. Ich
brauche jetzt einen australischen Führerschein, den habe ich ja schon, aber hätte ja bis jetzt noch auf meinen deutschen Führerschein fahren können. Aber jetzt brauche ich auf jeden Fall und den musst du innerhalb 2 Monate, nachdem du das Visum bekommen hast, ändern. Ich bekomme jetzt Elterngeld, das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe, dann gibt mir Centrelink, also das Arbeitsamt hier, 18 Wochen Elterngeld, was nicht schlecht ist. Banklöhne werden günstiger. Wenn du natürlich auf einem beschränkten Visum bist, dann geben dir Banken sehr ungern einen Banklohn. Das heißt, ich kann jetzt mir eine Wohnung kaufen und kriege einen normalen Lohn. Meine Kreditkarte ist jetzt unbeschränkt. Die Kreditkarte, die ich jetzt habe, die ist jetzt jährlich beschränkt, aber sobald ich zur Bank gehe und ihnen zeige, dass ich Permanent Resident bin, ist die unbeschränkt. Das heißt, ich glaube, ich kriege die für 5 Jahre und dann kriege ich nach 5 Jahren eine neue. Das Einzige, was auf diesem Visum ist, ich habe eine Reiseerlaubnis von 5 Jahren. Ich kann jetzt, wenn ich will, 3 aus 5 Jahren im Ausland leben. Ich kann nach Deutschland ziehen, ich kann in Deutschland für 3 Jahre leben, muss aber innerhalb von diesen 5 Jahren 2 Jahre in Australien gelebt haben, um meine permanente Residency zu behalten. Ansonsten nehmen sie mir die weg, was ja auch Sinn macht. Ja, das sind so die größten Dinge, die sich für mich ändern. So, und dann habe ich hier anderes. Wie vorhin schon erwähnt, ich habe mit einem Agenten zusammengearbeitet, weil es doch ziemlich kompliziert ist, sich auf dieses Visum zu bewerben. Ich werde wahrscheinlich 100 Dinge vergessen, euch zu erzählen, weil es halt jetzt doch über 2,5 Jahre gedauert hat. Sie war sehr penibel, sie wollte immer extra viele Dokumente, sie wollte halt immer alles sie wollte immer so viele Dinge haben. Ich denke mal, dass sie halt auch sicher machen will, dass ich das Visum kriege und unnötiges Geld verbrauche, was ja auch Sinn macht. Also ich sollte mich wirklich nicht so aufregen über sie, aber da werden Änderungen zu dem Visum kommen, obwohl ich diese offiziell noch nicht auf der Immigrationsseite gelesen habe. Aber ich habe im Facebook gelesen, dass vom Bewerber, also von mir zum Beispiel, jetzt ein Basic English-Test verlangt wird. Du musst nachweisen, dass du wenigstens dich kommunizieren kannst, was Sinn macht. Ja, die Facebook-Gruppe werde ich euch unten verlinken. Und wenn du dich auch vom Ausland aus auf dieses Partnervisum bewirbst, dann heißt es 309, also 309 und 100. Und das heißt Offshore, das heißt, du bewirbst dich außerhalb von Australien. Funktioniert im Grunde gleich, aber ich möchte dazu nicht viel sagen, weil ich keine Erfahrung damit habe und ich möchte auch nicht irgendwelche falschen Informationen rausgeben. Aber wenn ich so von der Immigrationsseite lese, klingt alles sehr ähnlich. 2 Kategorien bleiben übrig, die Bewerbung auf das 801. Aber was wir noch einreichen mussten, ist dann nochmal diese 888-Form von Freunden und Familien. Mindestens 2 müssen Australier sein oder Permanent Residents. Nochmal diesen Liebesnachweis, also die hat uns so einen Bogen geschickt, wo sie nochmal fragen, wie läuft eure Beziehung, habt ihr eure finanziellen Dinge geändert, was kommt als nächstes sozusagen. Nochmal Fotos und Urlaubsnachweis, waren wir im Urlaub, haben wir irgendwelche neuen Fotos. Alle anderen Dokumente hatte meine Agentin. Und Kosten, ich habe jetzt ungefähr $12.000 bezahlt, ungefähr. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel es ist. Das Visum kostet $7.850. Mein Agent hat $4.000 gekostet. Das sind schon fast $12.000. Das Medical Exam hat $300 gekostet. Englisches Führungszeugnis waren, glaube ich, $80, $100. 2 deutsche Führungszeugnisse $26. Australische Führungszeugnisse waren auch nochmal $100 für uns 2. Die ganzen Übersetzungen, die ganzen Notarierungen, wenn das ein Wort ist. Ja, also ich glaube so $12.000 bis $13.000 habe ich mindestens bezahlt. Aber die größte Summe geht halt an das Visum und die zweitgrößte Summe ging halt an meinen Agenten. Ich habe jetzt mein Visum, ich bin glücklich, ich werde jetzt nicht so schnell rausgeschmissen. Ach, das Beste ist, am 1. November haben sie auch die Reisebedingungen geändert. Das heißt, Eltern von Australien oder Permanent Residents, die außerhalb Australiens wohnen, dürfen jetzt einreisen. Das heißt, meine Mama kann jetzt kommen.
Die war jetzt 2 Jahre nicht hier und die sehnt sich nach Sommer, Sonne, Sonnenschein. Boah, sie kommt jetzt nicht direkt im Dezember. Flüge sind teuer. Und nur, dass ihr es wisst, man muss geimpft sein, um nach Australien kommen zu wollen. Ich laber schon wieder viel zu viel. Anyway, das war mein kleines Video. Falls dir das gefallen hat, gib mir doch ein Like und abonniere mich. Abonnieren ist umsonst. Ich freue mich jetzt auf mein Visum und ich sehe dich in meinem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.